Eine Panoramawanderung der Spitzenklasse mit grandiosen Blicken über den Vierwaldstätter See auf die nahen Alpen erwartet uns auf der Rigi, Königin der Berge. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's! Mein Ausflug auf die Rigi beginnt am Bahnhof Artgoldau mit einer Zahnradbahn, die bis zu Rigi Kulm hinaufführt. Nach wenigen Stationen bei Gräbel steige ich aber um auf eine Seilbahn, die mich hinauf auf den Nebengipfel Rigi Scheideck bringt. Mein heutiger Plan sieht es vor, von Rigi Scheideck 1656 Meter hoch zum höchsten Punkt der Rigi, Rigi Kulm zu wandern, was ungefähr 3 Stunden Gehzeit bedeutet bei etwa 500 Höhenmetern im Anstieg. Neben der Einkehrmöglichkeit bietet die Rigi Scheideck direkt ein atemberaubendes Panorama auf die nahen Schweizer Alpen. Geprägt sind diese Anfang Mai noch durch den schneereichen Winter mit ihren weißen Gipfeln. Nördlich von uns wird der tolle Ausblick ergänzt durch den Zuger See. Mit Blick auf mein heutiges Tagesziel, den Rigi Kulm, beginnt nun meine Wanderung auf einem breiten, einfach zu gehenden Spazierweg. Bei diesem ersten Wegabschnitt gibt es das eine oder andere steilere Stück bergab. Insgesamt sind es etwa 100 Höhenmeter bergabwärts bis zur nächsten Wegkreuzung, wo man nun relativ eben den breiten Spazierweg weiter wandern könnte oder wie ich einem Pfad folgen könnte, der auf den Dossen führt. Die Gipfeloption Dossen bedeutet nun etwa 130 Höhenmeter im Anstieg auf einem einfachen Pfad, der teilweise aber auch etwas steil ist. Von Rigi Kulm schweift das tolle Gipfelpanorama des Dossen über die schneebedeckten Alpen hinüber zum Vierwaldstätter See, der etwas durch den hiesigen Baumbestand verdeckt wird. Selbstredend sind die 1685 Meter des Dossen ein super Ort für einen Gipfelschluck, leckeres Quellfrisch aus dem Appenzeller Land, zum Wohl. Der Abstieg vom Dossen bietet tolle Ausblicke hinunter auf den Vierwaldstätter See. Zurück auf dem Spazierweg, der ohne große Höhenunterschiede um den Dossen herumgeführt hat, kommen wir an einem schönen öffentlichen Grillplatz vorbei. An dieser Stelle werfen wir einen Blick auf die Karte der heutigen Tour. Nachdem wir Rigi Scheideck und Dossen hinter uns gelassen haben, geht es nun weiter mit dem Felsenweg und dem finalen Anstieg hinauf zum Rigi Kulm. Mit dem Felsenweg ziehen wir jetzt die nächste Option, den breiten Spazierweg zu verlassen. Der gut 1 Kilometer lange Wegabschnitt schenkt uns die nächsten traumhaften Ausblicke über den Vierwaldstätter See hinüber zu den schneebedeckten Alpen, diesmal allerdings ergänzt durch die steil aufragende Felswand, an der der Weg entlang führt. Nach dem Felsenweg wird es ab Rigi Vierst wieder etwas steiler Weg mit einer schönen grünen satten Wiese, tolle Pausenplätze, die wiederum wunderbare Aussicht bieten. Beim Rückwärtsgehen fragt man sich allerdings, warum wir die Tour nicht anders herumgegangen sind. Nach diesem steilen Stück öffnet sich uns der Blick auf den umtriebigen Bahnhof Rigi Staffel, an dem die Zahnradbahnen aufeinandertreffen, welche von Artgoldau und von Vitznau am Vierwaldstätter See auf die Rigi führen. Auf die Rigi Staffel folgt der finale, gut 200 Höhenmeter zählende steile Schlussanstieg hinauf zur Rigi Kulm mit 1797 Metern, der höchste Punkt der Rigi. Am Gipfel gibt es nun die nächste Gelegenheit, die Aussicht zu genießen. Dass dies auf der Rigi natürlich nicht mit einem stillen Naturerlebnis verbunden ist, darüber sollte man sich im Vorfeld auf jeden Fall klar sein. Damit und mit leckeren Elbler Makronen sowie feinem Rigi-Bier endet mein Ausflug auf die Rigi. Für mich war es ein einwandfreier Tagesausflug von Karlsruhe aus mit der Bahn, 50 € Sparticket und 3/4 Stunden Anfahrt, einwandfrei. Schaut auch mal gerne in mein Video zu den Highlights des Alpsteins im Appenzeller Land rein, da stecken auch sehr viele tolle Ausflugsziele drin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck, habt Spaß und seid freundlich miteinander.